Camping boomt. Mehr als 14 Millionen Deutsche lieben diese Art von Urlaub. Egal ob mit dem Zelt, Wohnwagen oder Reisemobil. Aber Camping kann auch so aussehen. Das ist Baloo. 26 Jahre alt, 11 Tonnen Leergewicht, 12 Meter lang. Ein ehemaliger Schulbus. Sophia, Carsten und Paul wollen mit Baloo verreisen. Jahrelang hatten sie keine gemeinsamen Ferien. Und jetzt also mit einem alten Schulbus? Vorher noch schnell ein bisschen renovieren. Über 30.000 € werden sie investieren. So eine ganze Woche Entspannungsurlaub kennen wir beide zusammen eigentlich gar nicht. Nicht nur keinen Urlaub, sondern auch noch nie gemeinsam campen. Sind diese Pläne eine Nummer zu groß für die Rudolfs? Ich kann nicht klein. Und natürlich klappt nicht alles. Kopfrichtungsschaden. Ja, ist wirklich so. Kopfrichtung war platt. Normal steht er ja so. Aber das ist alles okay. Völlig okay. Die Testreise geht auf einen Reiterhof. Ihr Ziel: Campen auf Texel, die größte niederländische Nordseeinsel. Kann sein, dass wir bis Texel gar nicht kommen. Ne? Dass er uns unterwegs dann auseinanderfällt. Möglichkeiten, die sind da. Damit musst du rechnen. Carsten ist besonders stolz auf seinen Baloo. Klappen Sie die Tische hoch, schneiden Sie sie an. Es geht los Richtung Texel. Am Ende, die kleine Familie will ihr Leben ändern und erlebt ein Abenteuer. Borken im Münsterland. Und hallo? Nochmal von vorne. Hallo, Hi, wir sind Familie Rudolf. Ich bin Sophia ich bin Carsten. und das ist Paul. Kommt rein. Carsten ist Geschäftsführer einer Eventagentur und Sophia leitet einen Pflegedienst. Sie wohnen in der unteren Etage. Uroma Luise wohnt drüber. Oma hat vorher hier gewohnt und ist dann nach oben gezogen, weil sie nicht alleine hier unten wohnen wollte, aus Angst und setzte die klauen oder so, keine Ahnung. Und dann haben wir dann getauscht. Sheila und Chester machen die Familie komplett. In Sachen Gemütlichkeit hat die Frau im Haus das Sagen. Einrichtungstechnisch bin ich raus. Ich darf zwar Mitsprache anmelden, Äußern. und sie lässt mir auch öfters im Glauben, dass ich das letzte Wort gehabt habe. Man muss das geschickt verpacken, dass die Männer denken, die hatten das letzte Wort, haben die aber gar nicht. Nein, also es muss schon gemütlich sein zu Hause, wenn man einen langen Arbeitstag hatte, wenn man nach Hause kommt, sich wohlfühlen. Ja, ich denke, Ja. ne, das ist auch in deinem Interesse, oder? Ja, Siehst du? ja, Frau. Die 31-Jährige weiß ihren Partner zu nehmen, denn der hat ein paar Eigenheiten. Carsten hat PS im Blut. Alles, was einen Motor hat, bewegt sein Herz. Der ehemalige Spediteur hat alle Führerscheine, die es zu Land gibt. Gut 50 Fahrzeuge hat Carsten schon besessen. Und was für welche? Bei Autos, die ich so im alltäglichen Gebrauch habe, mag ich es ein bisschen rustikaler. Es muss was Besonderes sein. Also es muss immer was sein, was andere nicht. Ja. Aber mit dem neuesten Fahrzeug überrascht der Sophia nun wirklich. Der 43-Jährige schlägt im Internet auf einem Gebrauchtwagenportal ganz alleine zu. Es wurde dunkel im Wohnzimmer, als ich den vor der Tür geparkt habe. Ich habe auch gedacht, das wird bestimmt irgendwas Beklopptes sein, weil ich kenne ihn ja nun mal. Aber dass es ein ganzer 12 Meter langer Bus ist, Ja. bin ich kurz vom Glauben abgefallen, ja. Mit 26 Jahren ist der ehemalige Schulbus schon fast ein Oldtimer. Auf dem Tacho 1 Million Kilometer. Für 2.500 € gehört er nun den Rudolfs. Inklusive 52 Sitzen und Haltestangen. Ich habe Schwertransporte gefahren vor ein paar Jahren und ich kann nicht klein. Deswegen also jetzt das XXXL-Projekt. Die Familie braucht Entschleunigung. Da kommt der Bus gerade richtig. Wir hatten eine ganze Weile lang eine Spedition, die uns sehr eingespannt hat. Und das hat auch dazu geführt, dass das dann, ja, ich muss es ja sagen, also bin ich krank drüber geworden. Und war dann kurz vor Hops vor 2 Jahren, ne? Mittlere Dünndarmblutung, Intensivstation. Und da haben wir dann mal gesagt, jetzt müssen wir mal was ändern. So, jetzt probiert mal. Ach so, Mein lecker. probieren. Sonntagswerk, Warte. ob der lecker ist. Ja, Ja, toll, muss ich auch sagen.
Sophias Familie ist skeptisch. Allen voran Uroma Luise. War der Bus die richtige Anschaffung? So mit dem Bus. Ich war ja erst ganz erschrocken, wie er sagte, umgebaut. Und er kann den ja auch fahren. Und ich musste ihn nicht fahren. Nicht? Ich könnte das nicht. Sophias Mutter Gabriele ist von ihrem Schwiegersohn so einiges gewöhnt. Aber überrascht ist auch sie. Mit so einem alten Bus in den Urlaub fahren, klappt das? Erst dürfen Sie das ja mal testen, wie das so funktioniert. Und dann, natürlich möchte ich damit fahren. Und erwarte ich auch von denen, dass die mich mal mitnehmen. Ja, wir nehmen dich auch eine Runde mit, Ja, Mama. natürlich. Wir nehmen dich Bis zur nächsten Willst du Bushaltestelle. irgendwas gerade sagen? Genau. Erstmal fahren Vater, Mutter, Sohn alleine. Das Ziel ihrer ersten Urlaubsreise, die größte Nordseeinsel der Niederlande. Sonne, Strand, Meer und Ruhe. Das suchen sie auf Texel und Platz für ihren riesigen Hingucker. Der Campingplatz in der Hauptreisezeit Juli ist schon gebucht und bezahlt. Kann sein, dass wir bis Texel gar nicht kommen, ne? Dass er uns unterwegs dann auseinanderfällt. Möglichkeiten, die sind da, damit musst du rechnen. 2 Monate später. Inzwischen ist der Bus gelb und der Umbau im vollen Gange. Na, rein ins Chaos. Sieht zwar aus wie Sodom und Gomorra hier, aber geht halt nicht anders. Die nächsten Schritte sind die Verkleidung der gesamten Decke, Anschließen der Toilette und Bau einer Küchenzeile. Viel Arbeit, alles egal, denn hier geht's um wahre Liebe. Ja, bollert da der Sechszylinder. Man bedenkt, dass er beim Starten so viel Sprit braucht wie mein Auto auf 100 Kilometer. Das ist schon Volltanken 700 €. Ist halt so. Tanken ist teuer, aber dafür war der Kauf schön billig. Was noch kommt, ist nur für richtig große Brieftaschen. Carsten braucht Hilfe, und zwar professionelle Hilfe. Franz ist nicht nur sein Freund, sondern auch Busfahrer. Hast du einen Plan? Ich habe keinen. Decke. Für die Verkleidung der 35 Quadratmeter großen Decke hat Carsten Kunststoffpaneele für 600 € gekauft. Nicht ganz billig, aber klar ist, auch von innen soll der Bus richtig wohnlich werden. Ursprünglich war einfach Bett rein, ein bisschen sitzen, ein bisschen waschen und so war die Grundidee. Aber dann haben wir Sophia gesagt, bist du bescheuert? Wir können doch nicht mit so einer Runkel losfahren dann. Ich so, oh fuck, ey, da musst du die Scheiße auch noch richtig ausbauen. Ja. Und dann sagt sie, du machst das jetzt vernünftig, jetzt machen wir gar nicht, wieder verkauft. Ich so, ja. Dann ist das halt ein etwas kostspieliges Hobby und fertig. Andere spielen Golf und wir machen halt einen Bus. Geht doch. Im Handwerklichen ist sie besser. Danke. Hey! Franz und Carsten sind seit Kindertagen befreundet und Franz ist echter Campingfan. Ich habe mir einen Wohnwagen gekauft und habe mich nach Holland sozusagen weg vom Alltag. Samstags abgehauen, sonntags nachts irgendwann zurückgekommen, keiner wusste, wo ich war. Und dann nachher mit der Familie. Mit Franz' Hilfe kommen sie gut voran. Die Decke ist fast bis zum Ende fertig, ne? Ich finde das in Ordnung so. Passt. Tschüss. Perfekt. Nächster Tag. In einer gemieteten Halle geht's um die Frage, in welcher Farbe ist der Schulbus wirklich schick? Sophia ist für Gelb, aber Carsten hat sich durchgesetzt. Er streicht in Olivgrün. Lass mal gucken hier. Gucken. Mein Gott, ja, guck mal an. Es war ja doch die richtige Entscheidung, ne? Dass du die Sag das bitte noch Farbe einmal. genommen Sag das nochmal. Nein. Nochmal bitte. Das reicht. Nee, richtig, dass ich es verstehe. So, da. Nochmal. War die richtige Entscheidung? Ja, danke. Hast du gut gemacht. Eigentlich sollte jetzt der Innenausbau beginnen. Mehr als 25.000 € wollen sie nicht dafür ausgeben, aber das reicht nicht. Kopfdichtungsschaden. Ja, ist wirklich so. Kopfdichtung war platt.
Ne? Das hat er an jeder Kopfquittung, hat er genau diese Dinger im Arsch gehabt, dass er Wasser verloren hat. Ja, dann musste halt mal die OP gemacht werden. Zylinderkopfdichtung defekt. Das bedeutet, ein kompletter Motorschaden droht. Wir wollten hier schon viel weiter sein, aber da jetzt noch mal fast 2 Wochen ausgefallen ist und in der Werkstatt stand, hat das natürlich dann so sein Übrigstes getan. Ne? Was hat der ungeplante Werkstattaufenthalt gekostet? Ich weiß es noch nicht. Ich will es noch nicht wissen. Doch, 2000 €, also fast so viel wie die Anschaffungskosten. Um Geld zu sparen, machen die Rudolfs den Innenausbau in Eigenregie. Und immerhin, ein Klo ist drin. Und eine Holzkonstruktion mit 2 Matratzen, also ein Doppelbett auch. Maße 1,80 x 2 Meter. Hier schlafen alle 3. Hochsommer im Münsterland. Vor 10 Monaten haben sie den Bus gekauft und jetzt endlich der allererste Trip. Und der wird ein Abenteuer, denn bislang sind sie noch keine längere Strecke mit dem Wohnbus gefahren. So, perfekt. Guck mal, und ich schlafe hier und Carsten schläft hier, oder, Paul? Ja, so, gemütlich, ne? Gemütlich? So ganz entspricht der Wohnraum noch nicht Sophias Vorstellungen von einer Urlaubsreise. Vorhänge? Nicht vorhanden. Küche? Gibt es noch nicht. Aus Sorge, dass der alte Bus schlapp macht, übernachten sie nur 4 Kilometer entfernt. Vorsorglich fährt Sophia mit dem PKW vorne weg. Den Bus kann sowieso nur Carsten mit seinem Busführerschein fahren. Es geht auf einen Reiterhof. Hier wohnt Sophias Mutter zur Miete. Andere würden hier gerne Urlaub machen. Platz für Balu gibt es auch. Sophias Mutter und Schwester Kathi sind gespannt. Da kommen sie! Du hast ihn seitdem gar nicht mehr gesehen. Ne? Kathi ist Innendesignerin. Klar, was sie sehen will. Lee, setz dich mal drauf, das ist sehr bequem. Das ist sehr bequem. Oh, Sophia. Sehr bequem. Man beachte da Lichtschalter, also es ist alles Steckdosen, ja, also bitte, ne? Ablagefläche. Und? Ist gut. Im Gegensatz zum letzten Mal. Ja, im Gegensatz zum letzten Mal finde ich es sehr gut. Doch, auf jeden Fall. Wird doch was, ne? Hast du gut gemacht. Oma Gabriele bereitet das Abendessen vor und Carsten will die neue Markise testen. Aber wo ist die Handkurbel? Hä? Hier. Mach doch mal die Augen auf, Rudolf. Hinterruf habe ich deine Frau. Ja, ist klar. 1800 € hat der Sonnenschutz mit Montage gekostet. Die Kurbel war auch dabei. Aber leider hat Carsten was vergessen. So, keine Heringe vorhanden, also Schraubenzieher. Fertig. Improvisieren ist alles. Geht doch. Improvisationstalent und Gelassenheit werden sie auch brauchen. Denn sonst schaffen sie die Distanz von 320 Kilometern bis zur holländischen Insel Texel nicht. Und Sophia hat auch noch ein paar Wünsche, bevor es endlich losgeht. Das muss aber noch schön werden. Ja, Ja. wir sind lieber schöner wohnen. Doch. Das ist schöner Bus hier. Also. Ja, schöner schlafen vielleicht, aber mehr auch nicht. Ja, aber wir warten es mal ab. Von wegen abwarten. Es ist noch viel zu tun, finden die Frauen der Familie. Bevor wir damit nach Texel fahren, ne, muss aber definitiv noch ein bisschen was passieren. Also da muss auf jeden Fall die Küche noch rein. Ne? Genau das wollte ich sagen. Spülmaschine. Olli, das sind aber Luxusgüter beim Camping. Ich muss mir jetzt genau überlegen, was ich sage, weil mein Schwiegersohn sitzt neben mir. Die sind einfach nicht so wie normale Camper, sondern ein wenig außergewöhnlicher und spontaner. Und ich hoffe mal, dass die wirklich in Urlaub fahren, dass die auch wirklich mal eine Woche wegbleiben oder sogar 10 Tage. Nicht vorher abbrechen und auch an einem Ort und sich wirklich mal entspannen. Also das hoffe ich. Am nächsten
nächsten Morgen. Die Nacht war kurz und nicht ganz ohne Zwischenfälle. Heute Morgen, als wir aufgewacht sind, lagen wir quasi alle auf der linken Seite, weil der Bus vom Luftdruck her wieder abgesackt ist. Und die beiden kamen zu mir gerollt. Dieses Problem muss Carsten vor Urlaubsbeginn noch lösen. 6 Wochen später. Die Wetteraussichten sind gut. Auf nach Texel. Der Reisebus Baloo ist nochmal komplett überarbeitet. Die letzten Tage hatten es in sich. Wir haben uns dann nochmal umentschieden, den zu lackieren. Beziehungsweise du hast dich umentschieden, ihn zu lackieren. So sah der Bus am Anfang aus. Dann Pastellgelb. Dann Olivgrün. Und jetzt Schneeweiß. Aber ja, wir fanden es dann irgendwie edler und schöner und deswegen ist er dann jetzt weiß geworden. Und ich musste ja ihm recht geben, dass es echt schön aussieht. Du hattest mir auch schon recht gegeben bei dem Oliv. Ja, habe ich dir auch schon recht gegeben. Also reicht aber jetzt mit recht geben, ne? Ja, und jetzt haben wir 3 Lackschichten drauf, jetzt kann weniger Also Rost jetzt kommen. ist der super gegen Rost geschützt. Alles ist auf den letzten Metern fertig geworden. Okay, fast alles. Den muss man abknibbeln da oben, den Kleber. Komm mal her. So. Jetzt die anderen Reste auch noch, gib mir das. Ja. Oh Gott. Bitte in einem Stück. Ja, egal, der Rest reicht. Doch ein Problem bleibt. Nicht genug Platz für alles, was sie mitnehmen wollen. Carsten hat eine Lösung. Den Anhänger müssen wir ja mitnehmen, weil wir noch Gepäck haben. Und da der Bus keinen Kofferraum hat und Fahrräder, genau, und weil der Bus keinen Kofferraum hat, Anhänger. Ganz einfach. Ich habe jetzt die Platte hier von unten nach oben gebaut, dass er nicht arg zu schräg hinterher hängt. Weil die Anhängerkupplung vom Bus ist bedeutend höher wie die vom PKW. Wir müssen erst den Anhänger anhängen. Und deswegen steht er leicht schräg hinterm Bus. Aber es hält sich in Grenzen jetzt. Ist alles völlig in Ordnung. Ich habe sogar prüfen lassen extra. Das ist völlig okay. Kann uns keiner ans Bein pullern. Guck mal, wenn du dich da hinten hinstellst, wie schräg der hinterm Bus, normal steht der ja so. Aber das ist alles okay. Völlig okay. Und? Haben Sie alles für die Woche Urlaub? Hier, Müll. Einfach reingepfeffert. Nein, das ist nur reingepfeffert jetzt. Fahrräder sind ordnungsgemäß gesichert. Passiert nichts mit. Hier müssen wir gleich noch voll machen. Genau, Pauli, das ist dein Fahrrad. Der Bus ist kaum wiederzuerkennen. Insgesamt haben die Rudolfs über 30.000 € in den Ausbau und Reparaturen gesteckt. Toilette, Bett, Stauräume und Küche. Alles neu. Also hier im Bus ist eigentlich eine stinknormale Küche, also eine komplette Küchenzeile. Normaler Kühlschrank, Backofen, Herd. Das Einzige, was wir echt aus dem Campingbedarf haben, ist dieser Wasserhahn. Über so einen Kühlschrank würden sich viele in ihrer normalen Wohnung freuen. Und das war's noch nicht. Also was meinem Mann super wichtig ist, ist Internet, Fernsehen, das muss funktionieren. Infrastruktur nennt Ja. man sowas auch. Sonst gibt es schlechte Laune. Also mir würde es ja nichts ausmachen, ohne irgendwas in Urlaub zu fahren. Einfach da wirklich mal so gar nichts. Aber so irgendwo mal ein Netz suchen vielleicht. Aber nein, das muss bei meinem Mann anders laufen. Der Einsatz hat sich gelohnt. Andere kaufen sich ein teures Wohnmobil. Ihr Schulbus hat nur 2.500 € gekostet und ist jetzt so, wie sie sich es gewünscht haben. Wir sind eigentlich sehr stolz auf uns, dass wir das jetzt so geschafft Auch auf uns? haben. Auf uns sind wir stolz? Ich dachte auf die Küche. Boah, dass wir das so geschafft haben und überhaupt alles so hingekriegt haben jetzt noch und dass er dann doch so schön geworden ist. 40 Meter Vorhänge. Knapp 15 Meter Wasserschläuche. Und über 200 Meter Stromkabel haben sie hier verbaut. Chefin kommt. Oma! Uroma Luise ist weiterhin skeptisch. Wie kommst du denn mit so einem Gefährt denn da rein? Geht schon, mit Anlauf, Oma.
Darf ich da noch einmal reingucken? Ja, da hast du mal klar. Wolltest du? Soll ich die? Kann doch. Ja, genau. Mhm. Guck hier, ich hab Ja, hier. siehst du. Mhm. So muss ich helfen lassen. Ja, hier. Willst du halt die Knochen beim Einsteigen? Ich muss beides. Sag mal, oder? Toll. Das ist schon ein tolles Auto, ne? Nicht, dass ich mitfahren will, um Gottes Willen. Ja, ja, lass ihn nochmal Ja. an meinen Arm nehmen. Oh Gott. Wir rufen an, wenn wir da sind, ne? Kommt alle heile und gesund wieder. Sowieso. Ich gönne euch das alles. Ich wünsche euch gute Fahrt. Kommt heile und gesund wieder. Oma. Alles Gute und bring die alle heile und... Ja, das mache ich schon. Das kriegen wir schon hin. Und wenn die lieb ist, bleibt halt auf Texel. Ne? Die Herausforderung: erstmal ankommen. Nach einem Jahr Umbau muss sich der ehemalige Schulbus jetzt beweisen. Tschüss, Oma. Von Borken im Münsterland geht es Richtung Nordwesten nach Texel. In knapp 4 Stunden müssten sie da sein. Ihr Campingplatz ist gigantisch. Der Sandstrand 30 Kilometer lang. Die Radwege perfekt ausgebaut. Die Stellplätze riesig. Paul ahnt, heute ist ein ganz besonderer Tag. Gleich kommt so ein Tränen runter. Freust du dich so? Freust du dich so, Schatz? Ja. Ja, dann kommt schon Tränen. Ja, wir freuen uns auch, Schatzi. Endlich, ne? So lange drauf gewartet, ne, Paul? So eine ganze Woche Entspannungsurlaub kennen wir beide zusammen eigentlich gar nicht. Oh, ey, wir haben alles fest, wir haben alles drin. Carsten manövriert Bus und Anhänger. 16 Meter lang. Auf den schiefen Anhänger zu achten, ist für den erfahrenen Fahrer aber neu. Ich habe jetzt auch nicht überprüft, ob mein scheiß Blinker funktioniert, ne? Am Anhänger? Ja. Soll ich eben gucken? Ja, jetzt kannst du mal eben gucken, ob beide Seiten funktionieren. Ich mach die mal hin und her. Kannst du mal eben machen. Geht? Beide. Perfekt. Weniger perfekt, der Anhänger hat extreme Schieflage. War es mit dem Anhänger knapp, ey. Wenn er nicht so aufgesetzt hat, ey. Hat er. Aber die Rudolfs rumpeln weiter mit 80 Stundenkilometern Richtung Texel. Das könnte Anhängerkupplung gewesen sein. Quietschen? Was jetzt? Einmal Kontrolle machen. Ich habe komische Geräusche gehört. Ja, das Geräuschchen, Sophia sagte dir, ich habe es dann nachher auch gehört, so ein, wie sagst du immer? Du hast gesagt die ganze Zeit immer, Er hat immer so in unregelmäßigen Abständen immer so ein Geräusch gemacht. mach das mal. Nein. Ja. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Er Aber läuft. es scheint alles gut zu sein. Ja. Ja, aber nicht für den Anhänger. Beide Kappen weg. Jo. Ach, das ist nur Kosmetik. Für Carsten sind das keine Probleme. Sowas kann ihm die Laune nicht verderben. Klappen Sie die Tische hoch, schneiden Sie sie an. Es geht los Richtung Texel. So, Abfahren. Abfahrt. Die nächste Herausforderung. In Den Helder muss die Familie mit ihrem Bus auf eine Fähre nach Texel. Aber erst mal warten. In 45 Minuten kommt sie. Ey, wir sind an der Fähre, Schatz. Ja, Wir sind an der Fähre. ja, der olle Opa hat das tatsächlich bis hierhin geschafft. Boah. In diesem ollen Opa verbringen sie die Wartezeit. Gute Nacht. Ja, die Zeit ist einfach zu kurz. Das Leben ist zu kurz für kleine Wohnmobile. Wie gut, dass ihr Reisemobil groß ist. Die Großen haben es aber auf der Fähre schwerer. 340 Autos finden hier Platz. Ganz schön eng für ein 16-Meter-Teil. Wow. Muss die Tür noch aufkriegen, ne? Oh, fuck. Wieso? Passt doch. Hin- und Rückfahrt kostet die Camper 92 €. Bezahlt wird nach Länge. Dauer der Überfahrt 20 Minuten.
Rudolf. Oh, ja. Ja, alles klar. Wir sind nämlich auf der Fähre und fahren jetzt gleich runter. Ne? Super, bis gleich. Danke, tschüss. Oh, das ist auch mal gut zu wissen. Die Rezeption hat nur bis 16 Uhr geöffnet dort. Da ist nämlich gleich keiner mehr. Wenn Sie jetzt direkt kommen, können Sie noch anreisen heute. Ansonsten erst morgen. Was? Ja, schöne Info. Mann, Mann, Mann. Stand das da irgendwo? 16 Uhr, was ist das denn? Alter, das fängt ja gut an. So, wir müssen jetzt Vollgas geben. Der Campingplatz schließt in 5 Minuten und liegt ganz am anderen Ende der Insel. Ja, sind ja nur noch 22 Kilometer bis da. Ja, Bombe. Wenn die sie noch drauf lassen. Die Schranke kriege ich wohl auf. Das ist nicht das Problem. Rudolf ist da. Ja. Der Urlaub startet mit maximalem Stress. Aber Sophia kennt ihren Schatz. Ich einfach jetzt in Ruhe lassen und dann, bis alles geklappt hat und dann ist gut. Ja. Hey Schatz. Mit 30 Minuten Verspätung kommen die Rudolfs am Campingplatz an. Wo ist die Rezeption? Da. Soll mal eben hingehen? Ja, aber dann klär das mal, Geh Schatz. da mal eben hin. Hi. So, die Urlauber sind auch da. Alles geschafft? Ja, wir sind jetzt 4 Stunden ungefähr. Das ging eigentlich. Mit Fähre, ne? Die Grenze, ne? Ja, genau. Das ist der Lagerplatz. Wunderbar. Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir da hinkommen mit unserem Flieger. Ja, schaffen Sie, ne? Ja, perfekt. Ja, gut. Schön. Machen Sie jetzt öffnen. Super, alles klar, danke. Wir können dann einfach durchfahren, ne? Anschließend das läuft dann Das alles. ist alles, ja. Ich komme kurz noch vorbei. Super, danke. Bis gleich. Das wird sportlich. Der Campingplatzbetreiber hat auf den Gast aus Borken gewartet. Gut. Nicht so gut, die enge Einfahrt. Da schlägt Carstens Puls direkt höher. Oh, Kacke. Achtung, Achtung, wo sieht der? Ja. Schatz. Mein Anhänger. Jetzt könnte den Anhänger jetzt schrotten. Durch Aussteigung. Ja, bitte guck mal einmal eben, wie weit ich noch rückwärts kann. Eins wird deutlich, der XXXL-Camper ist nichts für schwache Nerven. So, jetzt sieht das doch besser aus. Das Nadelöhr liegt hinter ihnen. Und jetzt gibt's die ersten neugierigen Blicke. Oh mein Gott. Ja, ist doch cool. Passt. Oh mein Gott. Super. Wir sind da. Funny, ey. Zum allerersten Mal auf einem Campingplatz. Und auch zum allerersten Mal Familienurlaub. Die Rudolfs sind diesmal gut vorbereitet. Sie haben die Stützen für ihr 13-Tonnen-Gefährt dabei. Bloß nicht wieder nachts auf die Seite rollen. Und auch an Heringe haben sie diesmal gedacht. So, Prost. Prost mit Kaffee? Prost. Ja, achso, ich habe schon wieder getrunken, ne? Prost. Wir sitzen jetzt hier. Wir sitzen hier. Also das ist, Kann er nicht nein, fassen? das ist wirklich echt gut gelaufen. Für ihren Stellplatz zahlen die Rudolfs in der Hauptsaison 65 € pro Tag. Wir gehen mal einmal gucken, wo hier Toilette und sowas ist alles, ne? Ja, geht ihr mal gucken. Ja. Macht ihr mal. Ja. Paul, gehen wir mal gucken, wo alles ist? Carsten braucht dann ab und zu mal so ein bisschen einfach Pause und man einfach mal in Ruhe lassen. Jetzt war so viel, der musste sich ja so konzentrieren beim Einparken hier und überhaupt auf den Platz zu kommen und dass alles geklappt hat jetzt, dass wir überhaupt passend angekommen sind und jetzt muss man einfach mal ein bisschen in Ruhe lassen. Von wegen Ruhe, Carsten bekommt Besuch. Parzellennachbarin Vera ist selber mit großem Gefährt unterwegs. Der ehemalige Schulbus weckt ihr Interesse. Wie viele Kilometer hat der runter? Der 1 Million jetzt. Nein. 3 Farben hat er gekriegt, also das ist die 3. Farbe, die jetzt drauf ist. In dem Jahr. Ja, aber ach komm. So was. Der muss auch nicht von außen neu aussehen, das ist mir wurscht. Von innen und der muss seinen Genau. Zweck erfüllen. Und, Finde ich auch. Den haben wir jetzt auch noch nicht so lange.
Vorher hatten wir einen etwas kleineren auf 7,5 Tonner Basis. Der war etwas sparsamer natürlich, aber dafür fährt man jetzt auch geschmeidiger. Ne? Ja, LKW-Basis. Ne? Definitiv. Also Luftfederung macht schon was aus. Ne? Total. Zu uns wurde auch schon es hat nichts mit Campen zu tun. Aber gesagt, ja gut. Aber ja. Weißt du was? Scheiße. Genau. Ja, das ist sage ich auch auch. so. Weil letztendlich muss man sich selber wohlfühlen und das ist dann, wenn du so ein Ding, das mit Sicherheit auch sehr geil von innen, möchte ich für wetten. Denke ich auch. Denke ich auch. Ist natürlich auch was Besonderes. Das ist geil. Ne? Also genau so, das muss anders sein. Ne? Genau. Und das hier, Genau. wenn das anders ist, ist das cool. Ja. So. Aber was hat sie aus Dinslaken nach Texel verschlagen? Wir sind jetzt das zweite Mal hier und wollten eigentlich diesen Sommer viel weiterfahren, aber weil alles voll war, haben wir uns dazu entschlossen, noch mal hier hinzufahren und sind echt glücklich darüber. Guck mal, was ist hier? Toilette? Sophia ist immer noch auf Entdeckungstour. Camping war bisher nicht ihr Ding. Das ändert sich offenbar gerade. Guck mal, das ist Familiendusche. Können wir zusammen duschen gehen? Spülen ist auf jeden Fall schon mal kein Problem. Bitte. Guck mal. Geschirrspüler. Und zwar einer, der in 4 Minuten fertig ist. Waschmaschine. Und Trockner auch. Ich bin gerade echt positiv überrascht hier. Also sehr ordentlich, sauber. Schön. Eine halbe Stunde später. Das erste Mal kochen im Bus. Also ich teste jetzt mal diesen Herd hier aus. Ja, Wie das hier so funktioniert. Beobachte das dann mal aus der Ferne. Ist mir schon wieder aufgefallen, was wir noch machen müssen. Dunstabzugshaube. Weil hier ist kein Fenster und der ganze Klumpatsch und da zieht er in die Elektronik rein, das ist Käse. Also muss da noch eine Dunstabzugshaube. Ein Fenster reinmachen geht ja schlecht, weil ist ja eins. Also werden wir da wohl noch mal umbauen müssen. Aber erst nach dem Urlaub. Im Urlaub wollte Carsten ja entspannen. Spaghetti mit Tomatensauce geht immer. Endlich kann auch Sophia sich erholen. So. Alles klar. Ja, also heute werde ich nie alt. Nee, ich auch nicht. Für Sophia ist das mega wichtig, weil die ist 24/7 in Action. Na, wenn die dann nachmittags zu Hause ist, dann ist die Mutter und hält mir noch den Rücken frei für die Firma. Und das macht eine Menge aus. Also die ist wirklich mehr wie Urlaubsreise. Der 5-jährige Paul genießt das große Bett für sich allein. Endlich Zeit zu zweit für die Eltern. Oh Gott, ich habe hier noch gar nicht gelegen. Fällt mir gerade mal so auf. Ne? Übrigens, Ich mach das mal so. da, ich möchte den gucken. Welchen? Doc, immer noch. Ach so, Channing Tatum oder wie heißt der? Boah, leck mich am Arsch. Ich guck doch jetzt hier so. Doch, ich will den gucken jetzt. Ich will. Ich möchte diesen Film gucken. Kannst du gucken, wenn ich nicht hier bin. Carsten ist sich sicher, er hat das Richtige. Was ist das denn? Der ist geil, ne? Denn es ist ein Fahrzeug mit fast 12 Meter Länge. Ach, geh fort. Und 53 Zentimeter. Der ist fast so lang wie Balu. So, wir werden gleich mal reinschauen. Dieser Grund. Das ist ja irre. Der erste gemeinsame Urlaub seit 12 Jahren. Morgen wird sich zeigen, Urlaub zu dritt, ist das was für die Rudolfs? Schöner Morgen auf Texel. Gut geschlafen? Guten Morgen. Guten Morgen. Also, Fazit erste Nacht. Ja. Total gemütlich hier drin. Ne? Richtig gemütlich. Alles Ja. gut. Haben sehr gut geschlafen und ja, schauen wir mal, was heute so ist. Erstmal Spurensuche am Wohnmobil. In der Nacht hat das Ehepaar ein knirschendes Geräusch am Bus gehört. Ich habe eine Vermutung, wo es herkommt. Ich möchte das gar nicht sehen. Ach du Heiliger. So wie ich es vermutet habe.
Guck mal. Was passt da nicht? Ja, ne? Ja. Dass so ein puppelige Dinge den ganzen 7 Tonnen schweren Arsch nicht aushält, das hätte ich mir auch eigentlich denken können. Also, lassen wir das aber jetzt erstmal so schön Das einfach bleibt stehen jetzt und alles so, wie es ist. Da bevor wir wird da irgendwie was, ne? Weil eigentlich steht er jetzt perfekt gerade, ne? ja, ich ändere da auch nichts mehr dran. Weil das geht nur in eine Hose. Haltestange angebrochen. Das müssen Sie im Blick behalten. Aber Ihre Einschätzung, damit kommen Sie gut nach Hause. Es ist auch Pauls erster Familienurlaub. Sophia will was Besonderes mit ihm unternehmen und erkundet mit ihrem Sohn das höchste Gebäude der Insel. Guck mal, da sind wir mal gespannt, ne? Guck mal, da laufen welche da oben, siehst du das? Mal schauen, wie weit wir da gucken können, wenn wir da oben sind, ne? Vielleicht sehen wir ja auch Papa. Ha, wäre witzig, ne? 118 Stufen bis zur Aussichtsplattform. Guck mal. So, uiuiui. Geh du mal vor. Ja, gut festhalten, ne? Ist das oben? Oh. Uiuiui. Noch ein Carsten könnte jetzt eigentlich entspannen, ist ja schließlich Urlaub. Aber die Deckenleisten in der Toilette müssen ja noch angeklebt werden. Nochmal rüber zum Leuchtturm. So, jetzt sind wir oben, Paul. Boah, guck mal. Sophia und Paul sind jedenfalls in Urlaubsstimmung. Ich sehe Balu. Komm mal her. Soll ich ein bisschen höher nehmen? Siehst du das? Da hinten? Guck mal, ich glaube, wenn Papa sich rausstellen würde, könnten wir den sogar sehen. Eine halbe Stunde später, zurück am Stellplatz. Die Neugier von Vera, der Parzellennachbarin, ist noch nicht gestillt. Wir haben uns ja gar nicht gesehen. Hi, Sophia. Hi. Sophia. Ja, komm mal rein. Ja, da bin ich mal gespannt. Ja, das war so was Genau. nicht so gewöhnliches. Hey, wow. Das ist halt was anderes wie so ein... Ich habe euren Sohn heute Morgen hier durchrennen hören. Da habe ich gesagt, mal, wie viele Meter haben die denn da? Genau. Wahnsinn. Die Fläche ist natürlich massig. Ne? Ja. Na, ihr habt ja hier eine normale Küche drin. Großes Bett war uns wichtig. Ne? Ja. Ne? 1,80 mal 2 Ah, Meter. schön, ja, auch Ne? mit den Schränken Ja. und Kisten. Ja. Also auch total Ja, gemütlich. Vera campt seit 7 Jahren. Wenn ich so in unser Wohnmobil steige und du riechst schon so diesen typischen Wohnmobil, also unser Wohnmobil, aber dann denke ich schon, Urlaub, schön, freut man sich. Und wir haben auch Urlaube wirklich gemacht, wo wir gesagt haben, es regnet, jetzt komm, wir fahren weiter. Keine Lust mehr weiter, ne? Wo du einfach, du kannst es selber bestimmen. Und das ist schön. Auch von dem Malheur am Heck erzählt Carsten. Der wird ja noch. Das ist jetzt so reisefertig gewesen gerade mal. Und man merkt bei jeder Reise, das noch. Und genau. das geht uns aus. Und wir machen es jetzt schon länger. Ja. Und jedes Mal haben wir gesagt, das könnte noch oder irgendwas stimmt nicht. Da muss dann noch mal, der Fehler muss noch mal behoben werden. Also du hast immer wieder Ideen. Carstens neueste Idee? Nächstes Mal ein kleines Auto mitnehmen. Einen kleinen Anhänger und ein Smart hinten draufstellen. Weil das ist echt cool. Ich habe so eine Krankheit mit Autos und ich habe so ein paar. Und wie ich das Sonntage einen heißen jetzt 8 Smart. Ja, nee, den habe ich tatsächlich nicht. Noch nicht, sollte man bei so einem wie Carsten wohl sagen. Er will mehr Stauraum im Bus. So könnte er dann auch irgendwann wirklich ein kleines Auto mitnehmen. Begehung zu Ende. Ja, Begehung beendet, genau. Ja, war schön, dass Sie hier waren. Ciao. Ciao. Und jetzt will Carsten sein Versprechen wahrmachen. Familienurlaub, Vater, Mutter, Kind. Sie starten mit einem Rundgang über den Platz. Ist das ein T1 oder was, Schatz? Das ist ein T1 Samba-Bus, ja. Mega. Süß, ne? Total geil. Wie mini. Total geil. Och Gott, wie süß.
Der ist ja geil. Sieht aber schick aus, ne? Ja, aber den finde ich geil. Schweiz, guck mal. Ein Chevy. Ich dachte, das wäre ein GMC, aber Chevy. Der müsste einen 7,5er Diesel drin haben. Boah, das ist aber auch schon ein älteres. Ja, 6,5er Diesel. Guck mal, 6,5 6,5er. Ja, V8 Diesel, das ist doch mal vernünftig. Ja, auch nicht schlecht, ne? Mega geil. Das ist auch nicht schlecht, ne? Das ist bestimmt da vorne Schlafbereich dann wahrscheinlich, ne? Multiselect 850. 8,50 Meter hast du dann schon mal zur Verfügung. Das ist schon geil. So, und jetzt aber mal rauf aufs Rad. Einmal komplett von Nord nach Süd. Das heißt gut 1,5 Stunden radeln. Schön, ne? Voll süß. Schnuckelige Häuschen und flache Wege. Machen wir da mal eben eine Pause, ne? Ein Bauernhof für kleine und große Urlauber. Im Hofladen bekommt Carsten ein Eis. Und endlich ist wirklich Urlaub. Sowas wie hier ist perfekt. Ne? Da bin ich gezwungen, mal nichts zu tun. Und das muss auch mehr kommen in Zukunft. Dass das mal ein Wochenende oder auch mal in der Woche mal 1 oder 2 Tage sind, die du wirklich nichts machst oder mal was komplett anderes machst. Ne? Um mal nicht an den Job zu denken. Das ist auch einfach super wichtig, weil wir haben beide Fulltime-Jobs und da müssen wir echt uns auch mal dann Pausen gönnen, also sonst wird das nichts. Wieder auf die Räder, denn sie haben ein Ziel. Da lang. Hier runter, Paul. Hammer, ne? Das ist toller, ne? Krass, oder? Sophia ist beeindruckt. Und Carsten? Ich bin gerade etwas geflasht von dem Größenverhältnis. Mega. Das ist Strand. Strand. Und nicht Strand. Selbst Malotza hat nicht so einen schönen Strand. Also, das ist cool. Alle genießen diesen Moment. Carsten ist Fanat in Sophia und in Autos. Er träumt von seiner nächsten Anschaffung. Genau mein Ding. Wir brauchen ein allradbetriebenes Kfz, was wir mitnehmen. Und dann hier über den Strand plästern. Verstehe nicht so schlecht. Ja, du hast mich schon verstanden. Aber ich habe so ein Piepen auf dem Ohr, Ja, glaube ich, gerade. Piept die Laubert. Wir brauchen ein 4x4 betriebenes Kfz für diesen Strand. Also irgendwie, ich weiß nicht, du nuschelst, glaube ich, gerade ein bisschen. Du mich. Und wie sieht's nun aus? Nie wieder campen oder gilt ab jetzt? Einmal Camping, immer Camping? Ich war eigentlich sonst immer so der Hotel- oder Ferienwohnung- oder Ferienhaustyp, aber auch gerade jetzt hier nochmal, man hat so viel Ruhe und man hat ja so sein komplett eigenes Zuhause quasi mit. Ich glaube, das ist schon so ein Konzept, was Urlaub ausmacht und was ich mir in Zukunft auch sehr gut vorstellen kann, öfter zu machen, ja. 1 Jahr lang haben sie gebraucht, um aus einem alten Schulbus dieses besondere Reisemobil zu machen. War es die Mühe wert? Einfacher wäre es gewesen, sich ein Wohnmobil zu kaufen und das zu tun, was alle anderen machen. Wäre aber langweilig gewesen. Und das ist nicht so unseres, das zu tun, was alle anderen machen. Die Rudolfs haben alles richtig gemacht. Sehr gut. Sehr schön. Campen.